Hallo bei Tipslisine. Was ihr hier seht, ist eine Silikonform, die einen Wolfkopf darstellen soll oder gestalten soll. Sie ist groß, sie ist auch sehr breit, also es passt jede Menge Harz hinein. Es ist eine Aufgabe über Tage. Ich tupfe das so ein bisschen rein. Jetzt haben wir die Nasenspitze so etwas fertig. Dann gehe ich an die Augen. Sehr, sehr vorsichtig. Ich möchte nur die Stellen hier mit dunkel abdecken. So, die Augen habe ich leicht angehärtet und die Nasenspitze. Es ist noch etwas schwarz übrig, das würde ich jetzt gern hier oben so quasi über den Augen als Wimpern verteilen. Ich hoffe, es ist mir noch nicht zu hart. UV-Harz hat natürlich auch den Nachteil jetzt bei der Beleuchtung, dass das schneller aushärtet. So, ich habe jetzt hier mit Epoxy-Resinfarben es ist ein Grün, leicht ins Bläuliche angemischt. Und damit kann ich jetzt die erste Schicht gießen. Darf da nochmal die Bläschen entfernen. Ich gehe da nochmal kurz zack, drüber. Und gieße jetzt vorsichtig hier rein. Gut. Jetzt bilden sich natürlich wieder Bläschen. Im Normalfall platzen die von allein, aber ich mache das recht ungern. Hier muss ich abwarten, hier muss ich dann später noch einmal ganz vorsichtig drüber gehen. Das lassen wir erstmal so stehen und so wird jetzt Schicht für Schicht gegossen, bis der Kopf zum Schluss voll ist und dazwischen wird dann eine Beleuchtung eingebaut. Aber die erste Schicht steht. So, die erste Schicht ist getrocknet. Und ich würde jetzt die zweite Schicht gießen. Dazu habe ich jetzt ein ich hoffe, ihr könnt es erkennen, es ist wieder ein alter Becher, man sieht es. Ein sehr, sehr transparentes Lila, Violett eingemischt. Und gießt das jetzt einfach so rein, da könnt ihr das besser sehen. So kann man das erkennen. Es ist wirklich ganz sanft gemischt. 2 Tropfen im ganzen Harz hier. Denn ich möchte nicht, dass das eine starke Farbe gibt, sondern ich möchte diesen Schimmer und dass man doch noch ein bisschen durchschauen kann, sozusagen. So, bereit für die nächste Schicht. Ich habe meine Form jetzt so weit gefüllt und stelle jetzt schön mittig ein Plastikbecherchen rein, gefüllt mit Steinen, dass das beschwert ist, und gieße jetzt nur noch außenrum. Das bleibt offen, da kommt dann die Beleuchtung rein.
Und für die Mitte habe ich jetzt ein ganz zartes, ich muss es mal zur Seite nehmen, ein ganz zartes Gelb. Hier wirkt es fast grünlich, das liegt aber daran, dass am Boden noch eine gehärtete Schicht war, die etwas grüne Farbe hat. Also es ist wirklich ein ganz feines Gelb, damit das mir nicht zu dunkel wird. Und hier möchte ich jetzt noch mit meinem Mica-Powder ja, ein bisschen weißen Glanz reinbringen sozusagen. Ups, jetzt war es wieder weg. Ich möchte nicht gerade so sehr. Zack. Es soll nicht verdecken, es soll einfach nur ein bisschen schimmern. Das ist wieder meine irisierende, ja, mein irisierendes Medium, was ich normal für meine Bilder benutze. Bringt auch einen hübschen Glanz, wenn man es aufbekommt, heißt das. Erstmal schütteln. Und hier kommt noch ein, halt, man kann nichts erkennen, jetzt 3 Tropfen rein, das reicht so. Ich gieße jetzt mein Gelb zum Anfang erstmal rein, lasse das bisschen verteilen. Und hier kommt mein ganz leichtes, zartes, schimmerndes Puder. Hat jetzt noch einiges Bläschen. Das darf man dann noch entfernen. Ich gieße das jetzt hier außen hinein. Eine dünne Schicht nur am Rand. In der Hoffnung, dass es sich dann etwas nach innen schiebt. Und gieße nach mein Gelb dann wieder. Ach ja. Jetzt haben wir es genau vermischt. Ja. Ist auch egal. Ich habe ja das Weiß nicht so stark angemischt. Also lassen wir das hier, so wie es ist, einfach arbeiten. So, es ist alles gefestigt. Ich habe vorhin die Blume gegossen, habe hier noch einen winzigen Teil golden und möchte das jetzt hier einfach so ein bisschen mit vertun. Das heißt, ich muss dann noch mit der UV-Lampe drüber, weil das ist ein Resin, ein UV-Harz. Das härtet jetzt nur mit der Strahlenlampe. Und somit habe ich mein Gold vertan. Okay. Und ein winziger Schluck Weiß, auch diese Schimmerfarbe von meinem Untersetzer. Das wird jetzt auch noch mit verteilt, so wird die Reste verwertet und ich habe jedes Mal, ja, ein mulmiges Gefühl, wenn es dann ans Ausformen geht, weil ich nie weiß, was wirklich geworden ist. So, die Vorbereitung für die letzte Schicht. Ich möchte, bevor ich die gieße, am Rand etwas, also ein paar Glitzerflocken einfügen und hoffe, dass man die noch durchsehen kann. Wie man erkennen kann, vielleicht ist das Weiß doch sehr intensiv geworden. Es hat eine wunderschöne Musterung. Schauen wir mal, ob man doch etwas durchblicken kann. Und wenn dann die Beleuchtung eingebaut ist, dass das eben nach außen ein bisschen flimmert, glitzert.
Mal schauen, ob man das überhaupt durch die Musterung auch sehen kann. Ich benutze dafür wieder mein Resinharz, mein UV-Harz und härte das kurz aus, bevor ich die letzte Schicht gieße. So, ich hoffe, ich habe es jetzt so verteilt, dass die Ränder gleichmäßig sind oder zumindest etwas gleichmäßig, dass die Flocken fixiert sind und lasse es jetzt unter der Lampe aushärten. Mein Harz ist angemischt. Ein Schwarz, was nicht ganz deckend ist, sondern etwas durchlässig. Ich möchte es nicht ganz so sehr dunkel. Und das, ja, probieren wir jetzt. Ich weiß auch nicht, ob das reicht. Ich schätze mal nicht. Was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Ich habe noch welches unten. Ich kann gleich noch welches holen. Ich habe unten meine Werkstatt und gieße hier oben in der Wohnung. Oh, es wird ganz knapp. Bisschen brauchen wir noch, aber wirklich nur ein bisschen. So, das ist jetzt einfach ein klares Harz. Ich gieße es hier dazu und schön in der Mitte, dann drückt es die dunkle Farbe ein bisschen nach außen und zieht sich dann wieder ein bisschen zusammen. Ups. Gut. So wird es gelassen. Die Form ist voll und ich gehe jetzt noch überall den Rand entlang, fahre da so ein bisschen drunter, um da versuchen, die Bläschen herauszuholen. Und dann darf die stehen bleiben. Jetzt arbeite ich schon einige Tage hier dran, also die Neugier ist schon da. Ich bin sehr gespannt, was nun draus geworden ist. Man kann das natürlich nie im Vorfeld sagen. Und es ist ein bisschen undankbar, wenn man an einer Form tagelang arbeiten muss und dann nicht weiß, wie wirkt's, wie sieht's aus. Aber umso spannender ist es natürlich dann auch, die auszuschälen. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt, lasse das so einfach stehen. Und ich freue mich aufs Ausformen. Es ist der nächste Tag. Ich hoffe, ich kann ausformen. Ich weiß nicht, also die Seiten sind okay. Wenn ich das hier drin auch rauskriege, ist das in Ordnung. Ansonsten muss ich leider noch einen Tag warten. Ich versuche es jetzt. Also erstes mal die Steine herausheben. Und schauen, ob sich das schon löst. Doch, ich habe es. So sieht das dann aus. Hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Es sind scharfe Grader. Ja, nicht das erste Mal, dass ich mich da etwas schneide. Geschickter wären Handschuhe. Aber ich möchte es probieren und ich bin jetzt wirklich wahnsinnig gespannt, was das geworden ist. Es ist nicht die erste, also der erste Versuch in dieser Form. Ich habe schon 2 Versuche unternommen, aber jeder Versuch ist natürlich anders. Und alles wirkt anders und man kann halt da nie voraussagen, was kommt jetzt ans Licht und was nicht. Das ist immer wahnsinnig spannend. Okay, die Ohren habe ich schon mal draußen. Ich sage immer sehr, sehr vorsichtig, auch die Kanten sind sehr scharf.
Stelle ich mich jetzt nur so an oder warum mag das jetzt überhaupt nicht hier? Okay. Es ist geschafft, es ist vollbracht. Und jetzt, oh lala. Okay. Wow. Ja, den nehme ich mal schön. Den nehme ich mal so richtig schön. Also fassungslos, wie schön das aussieht. Das muss ich jetzt direkt mal ranzoomen. Moment. Es ist, als würde er mich anschauen. Und meine Glitter kommen wunderschön zur Geltung. Also ich finde ihn super toll. Schaut's euch her. Es ist noch nicht das Endergebnis. Da hinein wird jetzt noch eine Beleuchtung gegeben, also die muss ich einbauen. Muss schauen, ob ich die hier irgendwo so befestigen kann, dass man die einschalten kann ohne weitere Probleme. Dazu benutze ich eine kleine LED-Beleuchtung, eine Weihnachts-Christbaumbeleuchtung quasi oder eine Weihnachtsschmuckbeleuchtung. Und wenn ich das dann drin habe, und die Hänger dran zum Aufhängen, dann wird das Ganze nochmal gezeigt. Aber bis dahin, ich finde es toll, ich finde es schön. Ich hoffe doch ihr auch. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Mir gefällt er. Und wenn dann die Beleuchtung drin ist, ja, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, jetzt leuchtet mein selbstgemachter Wolfskopf an meiner Wand. Ich freue mich darüber. Im Dunkeln macht es noch viel mehr Effekte. Aber so kann man das jetzt erstmal so, ich euch das erstmal so ein bisschen zeigen. Da habe ich auch noch Ornamente. Das ist eine uralte Wand. Man sieht es im Hintergrund. Aber dadurch bekommt die Wand einfach einen gewissen Flair. Und es macht wirklich auch abends, wenn man da sitzt, eine super tolle Stimmung. Man kann ihn ein- und ausschalten. Und er schaut uns direkt an. Ich finde ihn super.